Gut, dann gucken wir mal. Eroberte Systeme. In Cluster, die bereits von den Reapern erobert wurden, können sie mithilfe des Tarnsystems der Normandy eindringen, um dort nach Überlebenden, Bergungsgut und wertvollen Informationen zu suchen. Okay. Die Karte sieht irgendwie sehr viel schöner, leuchtender aus. Protheanisches Artefakt beschaffen. Millian-Nest, Hades Gamma, Annosbecken, Serpentnebel, Apienkranz. Also hier unten müsste hier unten gewesen sein, ne? Da war ja das Alpha-Portal, was wir zerstört haben. Ich weiß jetzt nicht, wo das nächste wäre, weil diese Distanz dann noch zu fliegen, das würde ein paar Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte dauern ohne Portal. Also irgendwo hier müsste dann noch eins gewesen sein, wo sie dann hingeflogen sind, damit sie sich hier überhaupt über die Galaxie so ausbreiten können. Aber okay, wir gehen hier hin, in den Exodus-Cluster, wo wir das protheanische Artefakt sichern können. Suche und Rettung. Die Normandy ist mit einem neuen und verbesserten Scan-Impuls ausgerüstet, der interessante Objekte aufspüren kann. Setzen Sie ihn ein, um Kriegsaktivposten, Artefakte, Informationen und Treibstoff zu finden, während Sie durch ein System fliegen. Beachten Sie aber, dass bei jedem Einsatz des Impulses die Chance steigt, dass Reaper in das System einfliegen, um die Lage zu sondieren. Wenn ein Reaper in ein System einfliegt, in dem Sie sich befinden, sollten Sie fliehen und mit der Rückkehr warten, bis Sie eine Mission abgeschlossen haben. Okay. Wir gucken aber so erstmal. Verlassen. Ach, keine Ressourcen sammeln mehr. Das war ja wie gesagt das Schwächste von Mass Effect 2, das Ressourcen sammeln. Was nach einer Zeit etwas nervig wurde. Ich gucke trotzdem nach. Nur um sicher zu gehen. So, wie war das mit Rechtsklick, ne? I found something. Ah. Wrack. Das Wrack eines Treibstoffdepots, das von feindlichen Streitkräften zerstört wurde. Aus den Trümmern kann Treibstoff geborgen werden. 200. Toll. Wir sind aber voll. Das bringt nichts. Und jetzt ist es weg. Hm. Aha. Scanner starten. Boah, ist das langsam. Und Büro. Und was habe ich gefunden? Protheanische Datendatei. Alles klar. 100% Kriegsaktivposten. Nun gut. Eden Prime, protheanisches Artefakt beschaffen. Diese idyllische Agrarwelt war eine der ersten Kolonien der Menschen, wurde Eden Prime von einer Gef-Streitmacht unter den Befehl von Saren angegriffen. Die Reaper sind zwar am Großteil des Exodus-Clusters einfach vorbeigeflogen, um die Erde zu erobern, aber dennoch ist klar, dass der Krieg inzwischen auf Eden Prime angekommen ist. Okay. Ja. Mehr können wir nicht. Also nehmen wir so. Ich bleibe auf den Sachen. Okay. Ja gut, können wir auch nicht großartig was machen. Also bleiben wir dabei. Pure Biotik. Erworb. Waffenmeister. Also ist das hier die Klassen. Die Klassen, der Klassenrang, der Klassen, was auch immer. Wie es auch immer heißt. Mir fehlen schon wieder die Worte. Schnelleres Aufladen der Kräfte, 20% mehr Gesundheit und Schilde.
Sie ist relativ squishy. Wenn sie am Boden liegt, dann nützt uns das ja eh nichts. Also gehe ich mal darauf. Ja, und das sieht schon ein kleines bisschen besser aus. So, was kriegst du? Erhöhte Gesundheit und Schadensbonus oder erhöhter Waffenschaden um 20%? Er ist ein Tank. Eigentlich bringt's was, das hier zu nehmen. Was haben wir denn sonst noch? Kraftschaden, Schildauflade und nochmal das hier 20%. Erhöhte Gesundheits- und Schildbonus um 40% und erhöht Nahkampfschaden um 100%. Erhöht Gesundheit und Schilde von Gruppenmitgliedern um 20%. Das ist auch nett. Pass auf, dann kriegst du hier den Waffenschaden und da nehmen wir das und wahrscheinlich das hier. Gut. Eden Prime. This is where it all began. Where the Prothean beacon gave you the vision that warned us about the Reapers. And where you went up against Saren in the Geth for the first time, no? Yes. And now, with Cerberus here, Eden Prime's colonists are under attack again. Seems like more than just 3 years ago. How bad? A lot of dead civilians. Lost one of my men, Jenkins, to a Geth drone. Reports said Saren had bombs set up to wipe out the whole colony. Not on my watch. Damn straight, loco. Cerberus hit Eden Prime hard. Whatever they found here was worth a major offensive. There are survivors elsewhere on the colony, but they killed everyone near the dig site. They deserve better. I know. The Alliance did what it could to evacuate colonists, but Cerberus came in so quickly. If we find survivors, we'll do what we can. What about this artifact? Is it part of the Prothean device we found on Mars? The Alliance didn't get any specifics about what Cerberus has uncovered. But whatever it is, it's better off with us than with Cerberus. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Appreciate it. All part of the service, Commander. All right, everyone. Get ready to move. With luck, we can get to the dig site before Cerberus knows we're here. Sie hat's gejinxt. No sign of survivors. Come on, we need to find the dig site. This was a beautiful colony once. They came back after the Geth attack. They'll come back from this. I grew up on ships. Lose one, you can always move on to another. But you'd still remember. Oh, das hier mag ich nicht. Das mochte ich in Mass Effect 1 auch schon nicht. Einfach Umgebung mit Textur drauf. Also Hügel mit Textur drauf. Hier sind wenigstens noch Pflanzen, das sieht man, aber da vorne ist ja nichts. Death Stranding oder wie das Kojima-Game hieß, sieht ja eigentlich so ähnlich aus, aber da hat man sich wenigstens noch die Vorlage von Island genommen. Island? Oder, nee, Grönland? Doch, war Island, ne? Das heißt, da macht es Sinn. Aber wie in Mass Effect 1 hier auch noch so hohe Hügel oder irgendwie so, es sieht irgendwie nicht aus. Ist jetzt nicht so mein Fall. Muss ich leider sagen. Look at that. Bits of Prothean tech sticking out of the ground like an old bone. Hey, Liara, you ever find dinosaurs while you're digging around? No, dinosaurs and other fossils would be paleontology. I'm an archaeologist. I study artifacts left by sapient species. The two fields are completely different, and... you were joking. Hey, I just like dinosaurs. Aber ja, das diese proteanischen... Es sieht proteanisch aus. So. Ich will natürlich nichts übersehen, deswegen würde ich hier auch überall mal lang gehen und gucken, was es hier so gibt. Und das hier sieht schon so aus, als ob wir hier Deckung nehmen können. Es ist... Ja, wir werden wahrscheinlich nicht an Kämpfen vorbeikommen.
Computer, bergen. Ah, Credits. Sehr schön. Ein bisschen Munition. Ein bisschen Medkit. Eine relativ schöne Unterkunft für so ein Kolonie-Fertigbauten. Ist das hier echt... Sieht es sogar ziemlich gemütlich aus. Möchte ich mal sagen. Terminal untersuchen. Bearbeitungsupdate. Wir haben weitere arbeitsfähige Männer und Frauen aus den befriedeten Gebieten geholt. Die meisten Kolonisten akzeptieren die Geschichte, dass sie harte, aber ungefährliche körperliche Arbeit in einem Cerberus-Forschungslager auf der anderen Seite des Planeten leisten müssen. Und seit wir als Lohn die Essensration erhöht haben, gibt es auch kaum noch Beschwerden. Halten Sie diese Geschichte so lange wie möglich aufrecht. Wir haben zu wenig Leute, um die ganze Kolonie zu bekämpfen, und wenn diese Familien wüssten, dass sie ihre Söhne und Töchter nie wiedersehen, oh shit, würden sie mit Sicherheit nicht mehr kooperieren. Shepard, this Cerberus data could help the colonists still alive on other parts of Eden Prime. How? I can get this intel to Eden Prime's resistance. Maybe it will help them fight back against Cerberus. Da muss ich hin. Das heißt, ich werde erstmal alles andere absuchen, wo ich noch nicht hin muss. Aber großartig mehr scheint hier nicht zu sein. Okay, dann... There, that's the elevator that leads down into the dig site. Okay, dann mal los. Goddess, that doesn't seem possible. It's not a Prothean artifact, it's... a Prothean. You mean a collector? Those things the Reapers turn the Protheans into? No, an original unmodified Prothean who's still alive. You're right. That doesn't sound possible. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. What can you tell me about the Protheans? The people, not the technology. Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. Uplifted, huh? Like when the Solarians helped the Krogan to evolve a little... faster. Yes. Judging by the dig sites like the Prothean Archive on Mars or here on Eden Prime, the Protheans wanted other species to learn. It's clear that they prize knowledge, growth, and cooperation with the rest of the galaxy. The way you describe them, they sound a lot like the Asari. I'm certain I'm coloring their culture with my own perceptions. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. Good thing we brought our Prothean expert. I hope I can help. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. Heads up! I'm on it! Na toll, Scharfschützen. Nemesis. Wo auch immer der hingeflogen ist. All right. Let's get moving before more of them come back. Musst du das so laut sagen? Wir wissen doch alle, was das heißt. Ah, okay, von da bin ich gekommen und jetzt sind wir hier. Guck mal, wir können gar nicht zurück. Das ist scheiß Spieldesign, das muss ich leider so sagen. Wenn man durch Zwischensequenzen nicht mehr zurück zu anderen Ebenen kommt, bei
so eine Art Spielen hier. Einmal was Falsches angeklickt, was einen aus Versehen weiterbringt und schon kann man den ganzen Bereich vorher nicht mehr untersuchen. Truppeneinsatz-Update. Schwerer lokaler Widerstand in den Süd- und Westsektionen der Kolonie. Wir haben die meisten unserer Truppen zur Unterstützung aus dem Norden abgezogen. An alle verbliebenen Kräfte im Norden. Setzen Sie die Standardpatrouillen fort, um die Illusion einer starken Präsenz in dem Gebiet zu wahren. Wenn die Einheimischen wüssten, dass wir unterbesetzt sind, könnten sie erheblichen Schaden anrichten. More intel to help the colonists. The more we find, the better chance they'll have. Die Kapseldaten finden. Ausrüstung bergen. Ein bisschen Geld muss sein. Gehen wir erstmal alles durch. Ich hoffe, sobald wir die Kapseldaten haben, können wir auch noch den Rest hier entlang gehen. Nicht, dass das wieder im schlechten Spieldesign endet, wo man dann nicht mehr zurück kann. Also was ich gerade schon sagte. Wir können da hoch. Das machen wir gleich. Ja, hier sind wenigstens Pflanzen und ein paar Bäume. Das ist gut. Siehste, das ist schön. Kampftechniker. Affirmative. Ah, okay, die sind hier drin. Ausrüstung, Bergen. Allianz-Soldat? Ja, Allianz. Einen Augenblick, ich muss mal kurz die Heizung runterdrehen, das wird hier ansonsten so warm. Ist eine ältere Heizung, das heißt, ich muss sie etwas weiter aufdrehen, damit überhaupt was durchkommt, weil die auf niedrigen Stufen nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich sie aufgedreht habe und sich der Raum ein bisschen aufgewärmt hat, muss ich sie dann wieder runterdrehen, weil es mir ansonsten zu warm wird. Und ja, das Haus ist eh ein bisschen älter. Naja. Widerstandsinformationsupdate. Wir haben eine Nachricht von unserer Quelle in der Widerstandsbewegung von Eden Prime erhalten. Morgen Abend zwischen 22 Uhr und 23 Uhr wird es einen Angriff auf unser Sicherheitszentrum geben. Wir ziehen dazu Kräfte aus der ganzen Kolonie zusammen. Eine perfekte Gelegenheit für uns, ihre Führungsebene auszulöschen. Sobald der Angriff zurückgeschlagen ist, lassen sie Dr. William Cambiata entkommen und feuern ein paar Schüsse knapp daneben, damit es realistisch aussieht. Er hat uns gute Informationen gegeben und mit etwas Glück sehen die Bewohner in ihm einen tollkühnen Helden, weil er als einziger der Cerberus-Falle entkommen ist. Vielleicht ernennen sie ihn sogar zum Anführer. Perfect. This intel will give Eden Prime's resistance movement a real chance to push Cerberus out of their colony. Aber auch sau fies, ne? So kann man einen Kollaborateur einschleusen. Lass mich raten, da müssen wir rein. Das heißt, Kapseldaten, ja. Das heißt, ich werde alles machen, um hier erstmal nicht hinzugehen. Und gucke erstmal, was es hier sonst noch so gibt. Zum Beispiel hier oben. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Die dürfen da vorne ein bisschen weiter kämpfen. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Als ob sie die alle wieder überrascht hätten, ne?
dass die hier überhaupt noch so tot rumliegen. Ja, guck mal. Sitzen noch so schön da drin. Also, als ob sie hier reingestürzt sind, hätten die Allianzsoldaten überrascht und einfach ausgeschaltet. They were gunned down while having drinks and watching the game. Son of a bitch, this was somebody's home. Wechseln wir auch die Pistole, um hier auch ein bisschen die Munition zu nutzen. Ne? Was läufst doch einfach daraus, Liara? Also wirklich. Kapseldaten da vorne auch? Ich dachte, die wären irgendwo da hinten. Ah, sehr schön. Das finde ich gut, dass man die auch so wiederbeleben kann. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo wir sind. Ich habe gerade keine Ahnung. Okay, hier sind wir. Alles klar. Es gibt also mehrere Kapseldaten. Jetzt ist nur die Frage, reicht eins, um das fortzusetzen, oder brauchen wir beide? Ich schnellspeichere mal und gucke. I never thought our empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, 1,000,000 strong. For the Empire. For the Empire. Get to your stasis pod. Victory. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker. Their sacrifice will be honored in the coming Empire. I've got the signal. You understood that? You didn't? No. All I saw was static. Cerberus was trying to make sense of it without success. The Prothean cipher you received on Pharaohs, it lets you see the images as a Prothean would, and understand their language. Whatever it does, I saw the video. And the signal they used. Perfect. Then we just need to figure out how to physically open the pod. Okay, dann brauchen wir doch noch die anderen
anderen Kapseldaten. Sehr schön. So, wo war ich jetzt noch nicht drin? Da wurden die niedergeballert. Hier waren die Eigenkapseldaten. Da drüben war die Kapsel. Das heißt, hier war ich noch nicht drin, ne? Da kommen wir nicht rein. Ins kleine Gewächshaus. Da ist aber auch gar nichts drin, ne? Okay, da waren wir drinne, da waren wir drinne. Da vorne waren wir. Waren wir da drinne? Da waren wir, ne? Ich möchte nichts verpassen und nichts übersehen, aber hier waren wir drinne. Klettern wir mal kurz noch hier hoch. Das habe ich ja eben nicht gemacht. Das war nur Munition. Okay. Kommt man hier vorne auch irgendwo runter? Ja. Dann dürften wir gerade alles erkundet haben, was man hier erkunden kann. In dem momentanen Bereich und können dann weiter. Ach, wie schön. Kein Minigame mehr. Ich finde das gut. Victory! Seal the bunker! Acknowledged. How many have we lost? Reaper forces have destroyed approximately 300,000 life pods. Third of our people. Alert! North side bulkhead cannot be sealed. Hostiles detected. Then all forces to the north. You understood that one too? Yes. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Ist irgendwie interessant, so den Untergang des Protheanischen Reiches zu sehen. Das wäre auch ein schönes DLC oder sogar Extra-Game gewesen, wo man die Protheaner spielt. In den letzten Tagen des Untergangs. Man hätte so viel Gutes machen können. Warum haben die Andromeda genommen? Mass Effect Horror Game, Mass Effect Protheaner. Das Geschütz nervt.
War's das? Nee. Das sieht doch schon besser aus. Also mit dem Ding hier. Die Fähigkeit ist wirklich bei weitem besser geworden in Mass Effect 3. Ach, natürlich. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich wirklich viel Schilder habe. So schnell wie das runtergeht. Ich kann nicht schnell speichern, das heißt hier irgendwo... Ja. Ah, ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit vorgerückt. Dann hau ich erstmal die Schilde weg. Oh, wow. Ich mache ziemlich viel Schaden. 2 Schüsse und dann ist das Geschütz weg. Das ist nett. I'm on it. I'm on it. I'm on it. James, du bist der Tank. Wo zum Teufel bist du? Drück dich doch nicht davor. Okay, irgendwo da vorne soll noch einer sein? Natürlich, der musste daneben gehen. Jetzt kann ich speichern, sehr schön. Ah, ich hatte gerade gehofft, hier ist noch was. They've retracted the bridge. We have to find another way across. Natürlich. Kann ich wenigstens irgendwo Munition finden? Das wäre schon relativ schön. Immer noch nicht. Ich glaube, das hier war eben noch nicht offen, ne? Hier waren die Einkapseldaten, glaube ich. Genau. Und das hier war noch zu. Glaube ich. Oder? Oder nicht? Oder doch? Munition, danke. Nee, dann waren wir hier doch schon. Ich habe da vorne ja eben noch eine Leiter gesehen. Das heißt irgendwo... Moment. Wo war die Leiter denn jetzt eben? Nee, nee, nicht... Nein, raus aus der Deckung. Wir müssen nach hier unten. Kann man hier nicht nach unten springen? Doch, kann man. Ach. Ah. Sag mal, das Symbol für die Brandmunition. Jetzt auf Slot 5. Sieht ein bisschen langgezogen aus, ne? Hier sieht es normal aus.
Das wird langgezogen. Warum auch immer. Da waren wir schon. Na dann, ab zur Kapsel. I'm transmitting the signal. Perfect. It'll take a few moments for the life pod to process it. Ach, lass mich raten. Got it! Lots of bogies inbound, Commander. We'll have to hold this position. Ah, gut ausgewichen. Muss man ihm lassen. Ich habe hier leider keine Munition. Here they come. I'm on it. James, weißt du was, du bist ein Tank. Du kannst mal da vorne hingehen. Affirmative. Roger that. Klappt nicht so ganz, ne? Ah doch, jetzt nimmt er die Deckung ein. Was macht der denn da vorne? Ach, verdammt nicht. Jetzt nervt's aber langsam. Na, wenigstens lassen sie Munition fallen. Looks like we've got a second to catch our breath. Wish my corner man was here. I could use an ice pack. Has the life pod ended stasis mode? We're almost there! If anybody's low, there's a Cerberus supply cache in the building next door. I can lay down a singularity to block enemy access. Oh, ich bin gut. Alles in Ordnung. Heavy mech, don't let it get close! Ach, so viel dazu. Komm, mache ich da mal so. Dafür habe ich es immerhin. Don't let it get close. So viel dazu. Warte, er ist doch immer noch ein synthetischer Gegner. Das heißt, eigentlich müsste das hier doch besser klappen, oder nicht? Ja, guck mal. Klappt besser. Macht zumindest irgendwas. Darf ich? Leerer Atlas. Hallöchen.
aussteigen? Achso. Noch irgendwo was? There. You can open the life pod now. Schöne Idee, das mit dem Ding hier. Sehr schöne Idee. Na gut, dann holen wir mal einen Protheaner aus der Stasiskapsel. There, you've got it. Goddess. It may take him some time to fully regain consciousness. Be careful, he's confused. Remember, it's been 50,000 years for us, but for him, it's only been... A few minutes! No. The bunker is falling. There is no other option. There are pods online! Those soldiers are still alive! Their sacrifice will be honored in the coming Empire. Preparing neutron bombardment. Get to your life pod now. Neutron bombardment underway. The bunker is secure. Commander traffic. What is left of it? A few hundred people. How am I to rebuild an empire from that? Further adjustments may be necessary. The neutron purge compromised the facility. Clarify. Sensors are damaged. Automated reactivation is not an option. You'll remain in stasis until a new culture discovers this bunker. This may lead to a power shortage. Do not shut off more pods! I need the few that are left! Power needs will be triaged appropriately. You will be the voice of our people. I will be more than that. How many others? Just you. You can understand me? Yes. Now that I have read your physiology, your nervous system, enough to understand your language. So you were reading me while I was seeing... Our last moments. Our failure. Your people did everything they could. They never gave up. And I could use some of that commitment now. Shepard, whatever you did, guns. Asari. Human. I'm surrounded by primitives. It's not safe here. Will you join us? You fight the Reapers? Yes. Then we will see. A living Prothean. That's correct, Admiral. But he's not quite what we expected. Commander, our scientists barely understand what they need to do here. If the Prothean can help us construct this device, we need his cooperation. Understood, Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Can he help us? I intend to find out. Good. Cerberus slipped up and gave us a new weapon. Don't let it go to waste. Hack it out. Shepard, I need you down in the port cargo hold. It's about our new guest. I'm on my way.
What's the problem? I've tried to make the room more accommodating, but they're not letting me talk to him. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. But he's not new. I've spent my life studying Protheans. At ease. I don't think our guest will be a problem. Will he? That depends on you. I can sense fear in you, anxiety and distress. The Reapers are winning. What do you mean, you sense? All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker. Then what exactly did I experience back on Eden Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. I communicated this to you. It can work both ways. Like your beacons. Yes. Which... You found one. You saw it all. Our destruction, our warnings. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? It's Commander. And nobody could understand your warnings. The beacon nearly killed me. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could, and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the device. We're going to build it. Device? The weapon your people were working on. I'd hoped you could tell us how to finish it. We never finished it. It was too late. Then I take it you don't know anything about the catalyst? No. I was a soldier, not a scientist. Skilled in one art, killing. What was your mission? Among my people, there were avatars of many traits. Bravery, strength, cunning. A single exemplar for each. Which are you? The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people, demanding blood be spilled for the blood we lost. Only when the last Reaper has been destroyed will my purpose be fulfilled. I have no other reason to exist. Those who share my purpose become allies. Those who do not become casualties. Nothing in our fight against the Reapers has been that cut and dried. Because you still have hope that this war will end with your honor intact. I do. Stand in the ashes of 1 trillion dead souls and ask the ghosts if honor matters. This silence is your answer. We found this at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Could it help us with the device? No, it contains only pain. But I will help you fight. And the last thing the Reapers hear before they die will be the last voice of the Protheans, sending them to their grave. If you don't mind, I have a few more questions I'd like to ask. Here it comes. I've written over a dozen studies on your species. I've published in several journals that... Amusing. Asari have finally mastered writing. I'm sorry? Never mind. What do you wish to know?
Is there anything more you can tell us about this device your people were trying to build? We heard only stories. They said our scientists were constructing a great machine that had the power to defeat the Reapers. You never saw it? By that point, the Empire was smashed into pieces. None of us knew what the others were doing. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. We've never seen a species with this sensory ability you have. It was common among my people, imparting experience through touch, the chemistry of life. Complicated ideas could be absorbed in seconds. That sounds very useful. We evolved as hunters. Reading 1,000 details in our environment ensured our survival. I'm beginning to understand the beacons a bit more. Later, we developed technology to harness our ability. Information could be stored in certain objects through touch. Memory has its own biomarker, its own chemistry, as do knowledge and skills. The beacons could remember these things. Things like Reaper invasions. Yes, I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. The fabric of your being was forever marked that day. So could you read something about this room? There was liquid, a form of incubation. The DNA of a Krogan who lived here. He was powerful, prone to violence. I'm impressed. His name was Grunt. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Liara here would never forgive me if I didn't ask you. What was Prothean civilization like? Yes, I've always wondered, what sort of government did you have, and can you tell me about your religious beliefs, or perhaps the... We are dead now. What does it matter? I'm sorry. Studying your history has been a lifelong passion of mine. When I was born, our empire was already at war with the Reapers. The first thing I remember was seeing my planet on fire. What was your civilization like before the Reaper attack? We were the dominant race of our cycle. We ruled the galaxy. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. I always found that curious. We were one empire composed of many subjects. All eventually called themselves Prothean. What if they didn't want to? They weren't given a choice. Are you saying you enslaved the other species? Any could oppose us if they wished. And if they had won, they would have ruled. Many tried. None succeeded. I had no idea Protheans were so... severe. It was by necessity. Very early we encountered the dangers posed by machine intelligence. They rebelled against us. We've had the same problem. They're called Geth. We could not allow the machines to surpass us. It was decided the only way to win was to unite all organic life within our empire. Did it work? For a time. The Metacon War. We were turning the tide. Until the Reapers arrived. Then we understood machines had surpassed us long ago, in ways we could never imagine. Back on Eden Prime, it looked like there were other stasis pods. What happened? The Empire had fallen, and we knew our cycle was lost. We were the final vanguard, the best soldiers left alive. So more of you were supposed to survive into this cycle? Yes. Under my leadership, a new Prothean empire would have arisen. We would have commanded the races of your time to prepare for the next Reaper invasion. But traitors within our ranks, indoctrinated agents, betrayed us, and the Reapers discovered our plan. Just out of curiosity, how would you have commanded us? By leaving you no other option. You would have joined our army, or faced the Reapers alone. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Were you observing our ancestors? Before the war, we cultivated species who showed potential. Eventually, you would have been offered a choice to join the Empire. But when the Reapers attacked, we ceased all study. We hoped they would see you as too primitive to harvest. Well, thank you. I think. What can you tell us about your own war with the Reapers? Many of the details were lost. The conflict lasted for centuries. Those that faced the Reapers in the beginning were long dead when I was born.
There were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened. Why do you think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability. All races conformed to one doctrine, one strategy. The Reapers exploited this. Once they found our weaknesses, we could not adapt. The subservient races became divided and confused. Then, it was only a matter of time. I'm happy to say our cycle is different. Most races cooperate, but they still remain unique. Then it may be your only hope. Several years ago, we found a Prothean VI that called itself Vigil on the planet Ilos. He was the caretaker of a research project. During my life, Ilos was only a rumor. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusanon. If our scientists did have a research facility, whatever they were doing was secret. Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived? No, but they did stop the Reapers from taking control of the Citadel in this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. How did your people wage war against the Reapers? Attrition. We fought them system by system, planet by planet, city by city. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers down. Time they spent harvesting a population was time we could regroup. That must have cost you in the long run. Yes. Our own people would be indoctrinated, converted, then turned against us. But there was no choice. Mercy is not a weapon. It is a weakness. Thank you for talking with me. I never imagined actually meeting a Prothean. This has been amusing. Oh? To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. The Asari, the humans, the Turians. There's also the Solarians. The lizard people evolved? I believe they're amphibian. They used to eat flies. Commander, you may count on me. I am known as Javik, though I still need time to recover. The shock has not worn off yet. I understand. This must be a hell of an experience for you. We're just glad to have you aboard, Javik. Okay. Dann werden wir mit dem... Artikelgewehr. Das probieren wir aus. Dann werden wir in der nächsten Folge noch einmal mit ihm sprechen, falls er noch was hat. Gehen nochmal die Crew durch, die eventuell dann auch noch was zu sagen hat. Ich meine, ein lebender Protheaner, das dürfte für Aufruhr sorgen. Und dann machen wir mit den anderen Sachen weiter. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.